Unter tanzenden Nordlichtern und zwischen mächtigen Fjorden erwachen die Geschichten der Wikinger. Unsere Reise Richtung Nordkap geht weiter. Von Stavanger aus legen wir wieder mal ein bisschen Strecke zurück. Unser Ziel heute, die alte Okrafjordstrasse zu fahren. Aber kurz vor dem Ziel, die Strasse ist gesperrt. Wir halten im Dorf und fragen jemanden, wie ernst denn die Sperrung ist, weil die Barriere ist ja eigentlich offen. Wir dürfen schon fahren, aber sie ist halt nicht geräumt im Winter. Oder anders gesagt, wer bleibt stecken, ist selber schuld. Die Strecke wird ziemlich abenteuerlich. Kleine Brücken, vereiste Tunnel und immer wieder Geröll auf der Strasse. Hoch über dem Fjord treffen wir tatsächlich noch die Eigentümer dieser Strasse. Sie sind gerade am Bäume fällen. Nach einem netten Gespräch und ein bisschen Schweizer Schoki als diplomatische Unterstützung dürfen wir hier oben an diesem wunderbaren Ort die Nacht verbringen. Mit Blick über den Fjord. Weil es so schön ist, bleiben wir noch gerade eine zweite Nacht. Wir genießen einfach die Ruhe hier oben. Wir haben übrigens etwas entdeckt: Joghurt im Quetschbeutel. Und weil die so genial sind und es die in der Schweiz auch geben sollte, haben wir einen kleinen Werbespot dafür gemacht. Der Link zum Video ist in der Beschreibung. Quetsch it, love it. Hockst du wie so eine Gargoyle? Ah, das ist der Spot. Fotospot. Der Fotospot. Oder weisst du, irgendwie so von da. Weisst du, das Strasse, du musst schauen. Weil da siehst du eben ja drüber das Auto und es steht einfach schön im Fjord drin. Doch das eigentliche Highlight kommt erst in der Nacht. Plötzlich tanzen sie über uns. Unsere ersten richtigen Nordlichter. Das werden wir so schnell nicht vergessen. Am nächsten Morgen geht unsere Reise weiter. Von Oda aus fahren wir entlang vom Hardanger Fjord Richtung Ulvik. Wir fahren über die schöne Küstenstrasse und durch einen Kreisverkehr, der mitten in den Tunnel gebaut ist. Die Region ist bekannt für ihre Äpfelplantagen. Die Seidenroute führt an vielen kleinen Produzenten vorbei, die aus den verschiedenen Äpfelsorten Cider und Süssmost machen. Wir hätten am liebsten von jeder Sorte ein Fläschchen mitgenommen. Für die nächsten Tage ist klar, zum Apero gibt es jetzt jeweils einen norwegischen Cider. Je weiter wir fahren, desto schneller ändert sich das Wetter. Gefühlt alle paar hundert Meter sieht die Landschaft anders aus. Unser nächster Übernachtungsplatz ist wieder tief eingeschneit. Auf
Auf der Karte entdecken wir einen kleinen See in der Nähe. Das sollte eigentlich gut erreichbar sein zu Fuss. Also schnallen wir am nächsten Morgen die Bikes an die Schuhe und machen uns auf den Weg. Über verschneite Wege und stille Wälder, mitten durch die Winterlandschaft. Heute sind wir auf dem Weg auf Bergen. Wir sind gerade nach einer stürmischen Nacht losgefahren und es ist jetzt aber wieder wunderschön Wetter. Der blaue Himmel kommt schon wieder vor und wir verbringen heute aber den Tag in Bergen. Und was haben wir für Pläne heute? Kenn ich. Ausser sind wir die Schnecken essen. Nach so viel Natur wieder mal in einer Stadt. Shopping Time. Wir schlendern durch die Strassen und die Läden, haben am Schluss dann aber doch nichts gekauft. Nach unserem Stadtbesuch zieht es uns wieder zurück in die Natur. Unser nächstes Ziel: Gudvangen. Ein Dorf namens Njardarheimer. Der Fjord liegt ruhig da. Der Nebel hängt in den steilen Bergen. Und zwischen den alten Holzhäusern steigt aus den Feuerstellen Rauch auf. Für einen Moment fühlt es sich wirklich so an, als wären wir ein paar Jahrhunderte in der Zeit zurückgereist. Und wir treffen sogar auf echte Wikinger, weil sie gerade einen Film drehen im Dorf. Der Film heisst Dark Skulls. Falls im Film ein Typ namens Rolf an der Tür klopft und nach jemandem sucht, diese Szene haben wir dann also schon gesehen.
Jetzt fehlt nur noch etwas für unsere nächsten Aufnahmen, unsere Drohne. Die wartet bereits in Flam auf der Post auf uns. Aber wie bekommt man eigentlich ein Päckchen, wenn man Monate unterwegs ist und keine Adresse hat? Die Lösung heisst Poste Restante. Als Adresse kann man einfach eine Poststelle angeben mit dem entsprechenden Vermerk. Sobald das Päckchen angekommen ist, kann man es dort abholen. Eigentlich ganz einfach und super praktisch, wenn man dann mal weiss, wie es funktioniert. Thank you so much. Wir haben sie wieder. Und so haben wir unsere Drohne endlich wieder zurück. Juhu! Perfekt für die nächste Etappe Richtung Nordkap und wir werden sie definitiv brauchen. Sind wir uns nicht so gewöhnt, dass so viele Leute anstehen für etwas, was wir machen. Es ist doch noch gut. Schöne Aussicht. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.